Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute habe ich die wunderschönen Donauwellenplätzchen für euch. Sie bestehen aus einem dunklen und einem hellen Mürbeteig und sind gefüllt mit Kirschkonfitüre und sie sind überzogen mit Zartbitter- oder Milchschokoladenglasur. Richtig, richtig lecker und ein absoluter Hingucker auf eurem Plätzchenteller. Rot zieht ja immer alle Blicke auf sich. Und bei uns sind solche Plätzchen immer zuerst vernascht. Ich habe für diese Plätzchen hier einen besonderen Ausstecher. Das ist so eine Art Linzer-Ausstecher. Einmal haben wir hier den Ausstecher für das ganze Plätzchen unten, also den dunklen Teig. Und wir haben hier ein Plätzchen, das hat schon gleich die Mitte dann mit ausgestochen. Das geht dann einfach schneller. Deswegen, ja, dieser Ausstecher ist wunderbar. Ich versuche euch den in den Shop aufzunehmen, kann aber wie immer nicht versprechen, ob es klappt. Ich suche danach und dann schaue ich, ob ich ihn kriege. Also schaut im Shop vorbei. Dort gibt es auch im November jetzt den Black November, habe ich eingestellt. 10% Rabatt auf alles mit dem Code SUGAR25. Seid ihr dabei, gönnt euch was Schönes oder verschenkt etwas Schönes dann zu Weihnachten. Also da findet ihr bestimmt etwas. Es sind alles wunderbare Sachen, getestet von mir über Jahrzehnte und ich kann sie euch alle empfehlen. Ja, wir starten gleich in die Zubereitung unseres leckeren Mürbteiges. Der Teig ist denkbar einfach. Es kommen einfach alle Zutaten erstmal in eine Schüssel. Wir nehmen 400 Gramm Mehl. Wir haben ja einen dunklen und einen hellen Teig. Dann haben wir so etwa 200 Gramm für jeden Teig an Mehl. Hinzu kommt 100 Gramm Zucker. Die Eigelb, 2 Stück, die gebe ich in die Mitte so ein bisschen, ganz klassisch. Dann etwas Vanillezucker gebe ich noch hier dazu und etwas Vanilleextrakt. Einfach hier so ein bisschen, damit das Aroma noch verstärkt wird. Ungefähr einen Teelöffel hier ins Ei dazu. Dann, bevor ich es vergesse, eine Prise Salz natürlich. Dann habe ich hier noch den Kakao, der kommt natürlich erst später rein. Erstmal müssen wir den Grundteig machen und jetzt kommen hier meine Butterwürfel, 225 Gramm Butter und die Würfelchen können hier so auf den Rand gegeben werden, so ein bisschen verteilt. Theoretisch könnt ihr auch alles einfach reinwerfen, aber macht ja mehr Spaß so. Es streiten sich ja auch die Geister, ob kalt oder warm die Zutaten. Ich habe jetzt zimmerwarme Zutaten, aber manche machen es auch gerne einfach mit ganz kalten Zutaten, gerade beim Mürbteig. Wichtig ist einfach nur, dass man es nur kurz alles verknetet, damit der Teig einfach schön mürbe bleibt. Und natürlich, wenn ihr mit der Küchenmaschine arbeitet, dann einfach alles rein mit dem Knethaken, dann verrühren. Auch nicht zu lang, sondern wirklich nur bis ein geschmeidiger Teig oder eine krümelige Masse entstanden ist, denn meistens muss man das Ganze noch mit den Händen weiter zu Ende kneten. So, wir fangen von der Mitte an und verkneten alles schön und dann schauen wir mal, wie der Teig sich so macht. Und zum guten Schluss verknete ich dann alles nochmal mit den Händen. Das geht einfacher. Dann kann ich den Teig auch schon teilen in 2 Teile auf der Arbeitsfläche. So, den einen Grad zu einer Kugel oder zum Rechteck formen, dass wir einen schönen Teig haben, den wir kühlen können. Und der kommt jetzt erstmal 1 Stunde in die Kühlung. Und hier haben wir noch die zweite Ladung Teig und die ist auch noch schön krümelig. Das ist ganz gut so, denn wir wollen ja noch den Kakao unterkneten. Hier habe ich noch einen Esslöffel Backkakao dazugeben und gerade mit unterkneten. Wunderbar. Der Schokoteig ist auch fertig geknetet. Ich will jetzt nicht zu viel machen. Und so haben wir dann unsere 2 Teige für die wunderschönen Plätzchen. Am besten in Frischhaltefolie wickeln und so zu einem Rechteck gedrückt. Kühlen Sie am gleichmäßigsten durch. Wunderschön, unsere beiden Teige sind in der Folie und dürfen jetzt erstmal eine Runde kühlen gehen. So, ich habe mir schon alles bereitgelegt. Mein Backblech. Das Sugar Princess Backblech mit Wellenlochung. Dadurch wird euer Gargut besonders schnell und gleichmäßig gar. Und wir drehen es für die Plätzchen so rum. Und dann kann ich eine meiner Backmatten darauf legen. Das ist ein Set mit Backmatten. Das sind 2 kleinere mit Schablonen. Da könnt ihr auch Spritzgebäck drauf aufspritzen oder eben auch Macarons oder kleinere Plätzchen, größere Plätzchen. Und wir haben hier natürlich auch eine Tortenabmessung. Und wir haben auch ein wunderbares Plätzchen-Silikon oder auch Macaron-Silikon. Da könnt ihr wirklich fantastisch auch drauf aufspritzen. Und dann haben wir hier unsere beiden Teige. Den einen können wir noch mal kalt stellen und den anderen schon mal ausrollen. Der Ofen heizt bei mir auch schon vor auf 160 Grad Umluft.
Hier brauche ich natürlich nur wenig Mehl, möglichst wenig, so wenig wie möglich verwenden, das ist ganz klar, damit einfach die Plätzchen nicht unansehnlich werden, aber ein bisschen was brauchen wir eigentlich immer. Und ganz wenig Mehl auch auf unsere Rolle. Und dann können wir loslegen. Den Teig immer so ein bisschen hin und her schieben, dass er nicht anbappt auf der Arbeitsfläche. Und nicht zu groß ausrollen, also gerne einfach den Teig in 2 Teile teilen. Dann hat man es leichter. Und wir rollen auf 3 mm aus, das reicht schon. Und jetzt kann man zur Sicherheit hier auch mal mit einer großen Palette nochmal durchgehen, dass hier nichts anklebt, dass man sicher geht beim Ausstechen. Und jetzt brauchen wir für die Unterseite der Plätzchen unsere sozusagen durchgehende Schablone und nachher für die Oberseiten nehmen wir dann die mit dem Loch. Natürlich möglichst platzsparend ausstechen. Ein bisschen hin und her und gleich aufs Blech auswerfen. Mit ein bisschen Abstand natürlich, aber die gehen auch nicht weit auf. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Und das Blech am besten wirklich so ein bisschen gleich nebendran stellen, damit man es nicht so weit hat. Also ihr seht, das geht ganz gut. Lassen sich auch gut verheben. So, wunderbar, die ersten sind fertig. Dann können wir hier neu verkneten. Und je weniger ihr neu verkneten müsst, desto besser natürlich. Desto mürber bleiben einfach unsere Plätzchen. Das mache ich jetzt mit dem gesamten dunklen Teig. Und dann sehen wir uns wieder zum Ausstechen der hellen Plätzchen. Während man ausrollt, kann man die anderen Kekse dann auch schon backen. 10 bis 12 Minuten, 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze. Ich habe jetzt den zweiten Teig rausgeholt, knete den noch einmal durch. Ja, und jetzt können wir wieder auf wenig Mehl ausrollen. Auf 3 mm. Und dann können wir auch diese hier schon ausstechen. Das sind jetzt die mit dem Loch. Und ihr seht, hier ist wenig Mehl. Und die kommen bei mir auch gleich aufs Blech. Vorsichtig auswerfen. Und natürlich die Mitte brauchen wir nicht. Oder könnt ihr ja eben kleinere Plätzchen damit backen. Dann nimmt man sich einen kleinen Pinsel oder einen Zahnstocher oder einen Schaschlikspieß und wirft den aus. Das klappt ganz gut. Und da die Plätzchen nicht viel aufgehen, kann man sie auch wirklich relativ nah aneinander setzen. Und dann kann man auch 2 Bleche auf einmal backen natürlich. Bei 160 Grad Umluft. Und wenn ihr sie einzeln backt, dann stellt am besten auf Ober-Unterhitze. Dann können wir auch schon backen. Ich backe jetzt 2 Bleche auf einmal. Gebe einfach beide in die Mitte. Und los geht's. So, hier sind meine hellen und meine dunklen Plätzchen auf dem Abkühlgitter. Die anderen backen noch. Das sind aber auch nicht mehr so viele. Wir werden so ungefähr 30 Plätzchen aus dem Teig herausbekommen. Und ich lasse sie jetzt einfach noch mal ganz auskühlen. Dann wird die Oberfläche hier noch glasiert. Und wir werden sie füllen. Hier unten wird gefüllt. Und dann haben wir so ein wunderschönes zweifarbiges Plätzchen. Donauwellenplätzchen. Weiter geht's. Wir werden unsere Blümchen in Zartbitter oder auch Milchschokolade tunken. Das könnt ihr ganz überlegen, wie ihr das wollt. Ich habe hier schon mein Warmhaltegerät und ich habe hier 200 Gramm Zartbitter Kuchenglasur drin. Ich tunke es jetzt einfach hier rein, so ein bisschen. Einfach ein kleines Stückchen, nicht ganz die Hälfte. Dann streiche ich ab. Dann auf dem Silikon ablegen und ein bisschen vorschieben, dass wir das Füßchen vermeiden. Und so machen wir das jetzt mit all diesen wunderbaren Plätzchen. Eintunken und abstreichen. Und selbstverständlich könnt ihr auch Milchschokolade verwenden, wenn ihr das wollt. Oder auch beides. Das ist auch eine Möglichkeit, dass wir gleich noch Milchschokolade drüber sprenkeln. Also das kann man machen, wie man lustig ist. Wunderschön. Unser letztes Plätzchen ist fertig. Wirklich schön sehen sie jetzt schon aus. Um den Donauwellencharakter zu unterstreichen, werde ich jetzt noch etwas flüssige Glasur auf den Plätzchen verteilen. Das geht am besten mit einem kleinen Löffelchen oder mit einem dünnen Spritzbeutel. Fertig sind unsere Oberseiten der Plätzchen. Die Unterseiten, die dunklen Schokoseiten, können wir jetzt mit der erwärmten Kirschkonfitüre schön füllen. Ich habe etwas Sauerkirschmarmelade hier in ein Schälchen abgefüllt. Damit bestreiche ich jetzt die Unterseiten.
mit einem Messer oder der Palette. Ihr könnt es ja auch durch ein Sieb passieren, aber ich finde es eigentlich schön für die Donauwellenplätzchen, wenn noch so ein bisschen stückig ist. Finde ich super. Einfach so ein bisschen bestreichen, dass sie schön gleich ankleben. Und die Mitte werden wir dann nochmal extra füllen mit flüssiger Kirschmarmelade, dass einfach die Plätzchen etwas besser halten und einen schönen Glanz bekommen. Sehr schön. Jetzt können wir die Plätzchen zusammensetzen. Wir nehmen einfach hier eins ab. Geht fantastisch ab und setzen es hier drauf. Und drücken etwas an. Und jetzt schaut euch das mal an, wie fantastisch das ausschaut. Mit diesem roten Punkt in der Mitte. Wirklich wunderschön. Und das letzte Plätzchen. Sie sehen wirklich wunderschön aus. Lasst uns sie noch final dekorieren und dann können wir sie probieren. So, und wer es jetzt ganz perfekt haben will, der gibt sich in die Mitte noch etwas flüssige Marmelade. Das könnt ihr entweder mit einem Spritzbeutel machen oder aber, wenn es zu flüssig ist, mit einem Löffelchen. Und das letzte Plätzchen. Ich lasse sie jetzt übertrocknen und dann werden wir sie gleich gemeinsam probieren. Ein kleiner Tipp noch zum Schluss. Wenn ihr Schokolade übrig habt von der Glasur und nicht wisst, wohin damit, keine weiteren Plätzchen habt zum Verzieren, dann einfach hier auf die Matte gießen und mit weihnachtlichen Streuseln dekorieren. Meine Kinder lieben diese kleinen Taler, Schokotaler. Ich gebe sie einfach dann hier so auf diese Punkte und so habe ich wunderschöne kleine Schokoplätzchen. Die wunderschönen Donauwellenplätzchen sind bereit zum Vernaschen. Selbst auf einem Abkühlgitter sehen sie noch super aus. Ich probiere mal eins für euch. Nehmen wir mal dieses hier. Sehr lecker, die Kombination aus dem dunklen und dem hellen Mürbeteig und innen drin die schöne Frucht. Ein super feines Plätzchen. Unbedingt nachmachen. Es ist wirklich ein Traum von Plätzchen. Das waren die wunderschönen Donauwellenplätzchen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Probiert sie unbedingt einmal aus. Es sind wirklich absolute Hingucker auf eurem Plätzchenteller. Sozusagen ein Highlight. Vielleicht auch für jeden persönlich auf dem Weihnachtsteller. Es ist ja schon etwas Besonderes, dieses Rezept. Ich freue mich schon auf eure Plätzchenteller. Schickt sie mir alle über Facebook und Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Und hier geht es zum Shop. Vergesst nicht, den ganzen November lang gilt noch der Black November. Mit dem Code BLACKSUGAR25 bekommt ihr 10% Rabatt auf alles. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Backen, viel Spaß beim Stöbern im Shop, beim sich gönnen, beim Verschenken. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr mit einem neuen Torten- oder Kuchenvideo oder Plätzchenvideo. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!